Servus miteinander. Ich darf euch mal wieder zu einem neuen Video begrüßen, diesmal wieder ein neues Projekt. In diesem Video zeige ich, wie der Nachfolger von der Fahrradbox, die ich in einem früheren Video gezeigt habe, gebaut wurde und wie das Ganze klingt. Da sich dieses Projekt ein bisschen dazwischen geschlichen hat, habe ich nicht allzu viel dokumentiert. Ich hoffe dennoch, dass man hier einiges in diesem Video sehen kann. Genau, ich zeige einmal den Zusammenbau, welche Teile verbaut wurden, wie alles zusammengebaut wurde und am Schluss noch ein paar Tests. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Im Hintergrund sieht man schon, wie die MDF-Platten zusammengeleimt werden und wie die Schallwand zurechtgesägt und gefräst wurde. Diesmal mit einem Fräszirkel. Der Zusammenbau hat sich sehr einfach gestaltet, da die Platten nur verleimt wurden und der Bassreflexport Teil des Gehäuses war, also auch aus Holz war. Nur eine Wand wurde verschraubt, der Rest war komplett verleimt. Nachdem dann alles getrocknet ist und alles schön eingesetzt wurde, konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen und musste direkt einen Soundcheck machen. Das sieht man im nächsten Clip. Auf die verwendeten Teile gehe ich, wie schon gesagt, etwas später ein. Der Soundcheck hat überzeugt, also ging es dann weiter mit Lackieren. Das sieht man hier in diesem Clip. Verwendet habe ich hier Varnex Strukturlack in der Farbe Weiß und das Ganze wurde mit der Strukturrolle, die es zu Varnex dazu gibt, aufgetragen. Und für 2 Lautsprecher hat es dann fast eine gesamte Dose gebraucht, da hier mehrere Schichten aufgetragen wurden, um das Holz nicht mehr durchscheinen zu lassen. Hier noch zu erkennen ist, sieht man, dass das Holz noch durchschaut durch den Lack, deswegen hat es da auch mehrere Schichten gebraucht. Das hat leider nicht mit nur einer Schicht funktioniert. Nichtsdestotrotz hat es trotzdem sehr gut gedeckt, auch schon ab der ersten Schicht. Hier habe ich jetzt einen der beiden Lautsprecher, die sind jetzt beide fertig. Sind baugleich im Prinzip, nur dass bei einem diese Wand, die Seitenwand hier ist mit den ganzen mit den ganzen Bedienelementen und Steckern und so weiter. Und bei dem anderen ist es auf der Wand, ansonsten alles identisch. Genau, was haben wir hier? Erstmal zum Gehäuse ist MDF 10 mm mit Varnex Strukturlack weiß lackiert mit der Walze. Alles ist verleimt, bis auf hier die Seitenwand ist verschraubt, genauso wie die Gitter. Die Gitter sind von AliExpress. Hier haben wir einen Waveguide-Tweeter verbaut, den Namen blende ich jetzt gleich ein. Und hier haben wir einen Feital 8 Zoll Neodym mit Woofer, der hier ein bisschen als Bass- und Mitteltonlautsprecher verwendet wird. Den gibt es so nicht zu kaufen, das war irgendein Prototyp, der auf eBay verkauft wurde. Soll anscheinend identisch oder sehr ähnlich sein zu dem 8FE 200. Genau, der hat 8 Ohm, der hat 4 Ohm. Drin haben wir einen TPA 3118 verbaut und hier sehen wir keine Knöpfe, sondern nur solche Aufkleber. Dahinter ist das Touchpanel und hier kann man dann die einzelnen Knöpfe bedienen, sowie hier eine Ladebuchse. Genau, hier sind die Aufkleber, hier ist die Ladebuchse, hier der An- und Ausschalter und hier eine Akkustandsanzeige mit USB-C und USB-A Ausgang zum Aufladen von zum Beispiel Handys. Und der Griff hier ist aus Leder mit solchen Bolzen oder Schrauben, ich weiß es gar nicht, von hinten mit Muttern befestigt. Und dann drehe ich das Ding mal um. Als Füße dienen hier Gummifüße. Einfach solche Noppen, die man aufkleben kann. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Genau, hier sieht man mal die Gummifüße. Ja, das sind so Standardmöbel, Gumminoppen, sag ich mal. Genau, und mit dem Schalter hier aktiviert man sozusagen den Akku und die Anzeige dazu.
Man sieht, ja, der ist voll geladen auf 24,7, 24,8 Volt. Und wenn man hier nochmal draufklickt, dann geht es aus. Genau, und wenn man es gedrückt hält, dann zeigt er das Ganze in Prozent an. Und wenn ich jetzt die Box anschalten möchte, halte ich einfach hier den An-Knopf gedrückt. Und er ertönt ein wunderbarer Sound. Genau, so ist die Box jetzt an. Als Bassreflexport dient hier der Schlitz. Und noch kurz hier zu den Knöpfen. Hier der Knopf ist halt zum Koppeln, Bluetooth koppeln. Hier der EQ-Knopf ist, um Equalizer-Presets durchzuklicken. Da habe ich einen mit mehr Bass, einen mit weniger Bass. Die Knöpfe sind zum Lieder wechseln und zum lauter leiser machen. So, jetzt habe ich mal Musik angemacht. Und wie gesagt, hier kann man lauter und leiser machen. Leider kann man diesen Ton nicht deaktivieren, aber ist leider so. Wenn ich jetzt EQ drücke, dann wird der Bass ein bisschen rausgenommen, unterhalb von 100 Hertz. Da habe ich einfach so einen Low-Shelf-Filter aktiviert. So ist jetzt wieder mit Bass. Und wenn man Lieder umschalten möchte, einmal drauf tippen. Pause, Play. Jetzt wiegen wir das Ding mal hier wissenschaftlich korrekt. So. Was haben wir da? 5,6 Kilo. Da sagen wir 5,5 Kilo wiegt das gute Stück. Kann man gut tragen mit einer Hand. Hopp. Ist hier schön am Bein. Diesmal flacher gemacht als die letzte Box, damit es hier einfach ein bisschen flacher am Körper ist und der Schwerpunkt ein bisschen näher am Körper ist und halt nicht so rumbaumelt. Und kann man schön daheim abstellen, ohne was zu verkratzen. Und sieht stimmig aus. Für Outdoor fast schon zu fein mit dem Weißen, aber draußen sollte die auch abgehen. Ja, hier haben wir noch das Ladegerät dazu. Das ist hier so ein Fuyang. Der Name ist nicht so vielversprechend, aber ist aus einem deutschen Online-Shop. Also habe ich auch eine Adresse, wo ich anklopfen kann, falls was passiert. Also ist vertrauenserweckender. Genau, das ist für 25,2 Volt Li-Ion-Akkus mit einem Ampere. Hier drin haben wir einen 3,5 Ampere-Stunden Akku ungefähr. Also laden wir es nicht mal mit 0,5 C und es lädt auch nicht sehr lange. Und laden kann man auch, wenn alles komplett aus ist, ist trotzdem die Buchse aktiv. Und falls mal was kurz schließt, entweder der Kurzschlussschutz vom BMS oder halt die 10 oder 15 Ampere Sicherung, die drinnen verbaut ist, die sollten dann durchfliegen. Ja, und das ist es dann im Grunde genommen zur Box. Nicht drauf eingegangen bin, ist hier dieser TWS-RGB-Knopf. TWS steht, wie manche vielleicht wissen, für True Wireless Stereo, also für kabelloses Stereo-Sound. Wenn man zwei gleiche Verstärker hat, auf beiden diesen Kopplungsmodus drückt, hat man im Prinzip das, was man bei JBLs und Co. bekommt. Ich werde es allerdings nicht machen. Ich habe es versucht und dann hat bei einem von den beiden Boxen der Woofer nicht mehr gespielt, also der Ausgang vom Verstärker. Und egal wie viel ich zurückgesetzt habe, hat nichts funktioniert. Und RGB ist dafür da. Auf dem Verstärker gibt es noch einen RGB-LED-Header. Damit kann man anscheinend noch was steuern, aber das habe ich nicht getestet. Ist leider sehr, sehr mager nur dokumentiert. Das sind dann im Grunde alle Knöpfe und alle Funktionen. Jetzt kommen wir auch schon zum finalen Soundcheck. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen und ich wünsche euch nochmal viel Spaß mit dem Soundcheck. Ich hoffe, ich habe einige Genres abdecken können und dazu habe ich mal wieder so einen Spectrum Analyzer eingeblendet, damit man auch ein bisschen Bezug hat zu dem, was da rauskommt.
weiß nicht, ob man mich noch versteht, aber ist schon ziemlich laut jetzt. 70% Lautstärke, überall Bass. Ja, jetzt schauen wir uns nochmal das Innenleben des Lautsprechers an. Hier sehen wir die Seitenwand, auf der die ganze Elektronik und Technik verbaut ist. Unten ist der Verstärker und die ganze Technik ist noch an den Akku angeschlossen, der in der Box drin verbaut ist. Zum einen sieht man hier eine Sicherung, dann den An- und Ausschalter sowie die Ladebuchse. Alles ist mit Heißkleber abgedichtet. Hier noch das Interface zum Programmieren sowie der Verstärker dazu. Oben sieht man noch die Bluetooth-Antenne, das Touchpanel, das von innen befestigt ist, was man dann von außen bedienen kann, und die Ladestandsanzeige links noch. Und wie gesagt, alles ist nochmal mit Heißkleber abgedichtet, da es sonst durchpfeift. Und drin sieht man dann den Tweeter mit einem Kondensator zum Abschneiden der tiefen Frequenzen, sowie daneben den Neodym 8 Zoll Woofer. In der zweiten Box sind, wie schon erwähnt, exakt dieselben Komponenten verbaut, also gibt es da nichts anderes zu sehen. Das jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte einen guten, kurzen Einblick zeigen, wie das Ganze sich gestaltet hat. Falls ihr aber trotzdem noch Fragen habt, schreibt gerne einfach einen Kommentar. Ich versuche alles zu beantworten. Ciao, bis zum nächsten Mal.